Und somit haben wir jetzt mal alle Teile soweit zusammengesägt. Drin mache ich dann solche Zwingen hin. Das sind jetzt die fertigen Seitenteile, also Rahmenteile. Heute begrüße ich alle Modellbahn, Modellbau, Car-System, Open Car-Freunde, ja, im Prinzip alle YouTube-Freunde ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Heute geht es genau um dieses Teil hier. Beziehungsweise heute und in den nächsten Videos wird es um dieses Teil hier gehen. Ich habe ja schon vor längerer Zeit mal ein Bild in der Community gepostet über meinen aktuellen Autopark. Ja, nennen wir es einfach mal Autopark. Und wenn man halt so einen großen Autopark hat und die Fahrzeuge nicht die ganze Zeit auf der Anlage stehen, bei mir zumindest so, weil ja meine Anlage transportabel ist, die meiste Zeit steht sie irgendwo verpackt in Kisten, heißt also, ich kann die Autos gerade auf der Anlage stehen haben. Aber ja, dann muss ich die Autos ja trotzdem irgendwo lagern. Jetzt kann ich die natürlich irgendwo einpacken, in eine Kiste, ins Regal oder in den Schrank stellen. Das war's dann, dann sind sie gelagert. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, alle unsere Autos, die wir für das Car-System umgebaut haben, sind ja irgendwo Unikate und ja, irgendwo auch Schmuckstücke. Und da ist es doch einfach viel zu schade, die in irgendeine Kiste zu legen und die im Schrank, ja, im Schrank liegen zu lassen. Deshalb habe ich mir hier diese Vitrine gebaut. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, für was muss ich eine Vitrine bauen? Es gibt doch, zu Dutzend gibt es doch Vitrinen zu kaufen. Klar, logisch. Aber auf der einen Seite muss man sagen, ist natürlich sowas hier zu bauen wesentlich günstiger. Ja? Ich habe jetzt für die materialpreismäßig so 70, 80 Euro ausgegeben. Und dann kann ich sie halt auch wirklich genau nach meinen Bedürfnissen und Anforderungen bauen. Und das andere ist natürlich, hey, wir sind Modellbahner, Modellbauer. Wir lieben es einfach, Sachen selbst zu bauen, selbst zu kreieren. Also deshalb einfach der Selbstbau. Und da ich mir gut vorstellen kann, dass es vielen von euch auch so geht, habe ich einfach gedacht, ich nehme euch einfach mit und zeige euch, wie ich diese Vitrine gebaut habe. Natürlich gibt es für diese Vitrine auch auf meiner Homepage Baupläne, damit ihr die nachbauen könnt. Das ganze System, das kann ich euch auch gleich verraten, habe ich wirklich total modular dokumentiert und gebaut. Also ihr könnt die Vitrine nach euren Anforderungen verändern. Ihr könnt die mit einem Zwischenboden bauen, mit 2, 3, 4, 5. Bei 6 sind wir dann irgendwo schon ein bisschen an der Grenze, sage ich mal, aber theoretisch könnt ihr da so viele Zwischenböden reinbauen, wie ihr wollt. Auch von der Länge könnt ihr das Ding so bauen, wie es bei euch überhaupt in den Raum passt. Ja? Und als besonderen Gimmick hat diese Vitrine auch noch dann hier eine LED-Beleuchtung, um eben eure Modelle im richtigen Licht, ins richtige Licht zu setzen. Ja? Ihr könnt damit auch, ich mache mal kurz das Licht hier aus, so. Ihr könnt im Prinzip damit eine wirklich total romantische Stimmung in eurem Modellbahnzimmer mit erzeugen. Ja? Also wenn ihr wirklich eine Anlage habt, wo ihr dann die Tag-Nacht-Beleuchtung anhabt, dann könnt ihr die Teile halt auch noch beleuchten und man kann auch in dem schwach beleuchteten Raum eure Modelle noch hervorragend sehen. Ja? Also das ist halt auch sowas, wo ich hier mit eingebaut habe. Auch das zeige ich euch, wie das funktioniert. Aber damit auch noch nicht genug. Natürlich könnt ihr diese Vitrine nicht nur für Autos benutzen, sondern, jetzt fahre ich euch mal rum, natürlich könnt ihr die Vitrine auch für Züge benutzen. Ja? Züge könnt ihr in diese Vitrine genauso reinstellen wie die Autos. Und eines kann ich euch wirklich versprechen. Dieses Video und die Folgevideos über diesen Bau hier, die werden mit Sicherheit sehr, sehr chaotisch. Es liegt einfach auch daran, dass ich eigentlich gar keine Holzwerkstatt habe, sondern, ja, das werdet ihr dann gleich sehen, wo ich die Vitrine gebaut habe und ja, da einfach nicht so eine Profi-Ausstattung habe, wie vielleicht die meisten YouTuber hier. Aber
Aber auch da könnt ihr dann wiederum sehen, dass man auch mit relativ primitiven Mitteln und eigentlich einer ganz professorisch eingerichteten Werkstatt auch richtig tolle Sachen mitbauen kann. Aber genug dem ganzen Gelaber jetzt. Wir legen jetzt sofort los. Ich wünsche euch viel Spaß. Und damit willkommen in der wohl primitivsten Bastelwerkstatt von ganz YouTube. Nämlich eigentlich gar keiner, sondern hier bei mir im Hof. Ist momentan die einzige Möglichkeit, wo ich solche Säge- und größeren Arbeiten machen kann. Das Holz, wo wir für das Projekt brauchen, habe ich mir schon im Holzfachhandel. Ich habe mir es jetzt im Holzfachhandel geholt, weil ich gleich 2 Stück bauen möchte. Und ja, da war das einfach günstiger, das im Holzfachhandel zu holen. Jedenfalls habe ich mir das dort schon mal grob vorschneiden lassen, ja, damit ich einfach nicht so große Platten habe. Die endgültigen Maße werde ich jetzt hier bei mir auf der Kreissäge zuschneiden. Als Holz verwende ich hier jetzt Birke Multiplex, weil es einfach eine richtig schöne Oberfläche hat und dann sich mit Sicherheit gut machen wird. Die Stärken sind einmal 9 mm, dann haben wir, na komm schon, hier 6 mm für die Rückwand und für den Rahmen werde ich 12 mm verwenden. Und dann, was auch noch dazu kommt, da kommt später dann die Beleuchtung hinten dran. Das sind hier solche Fichte, Kiefer, ja, keine Ahnung was es genau ist, aber Dreikantleisten, 14 x 14. Ja, und dann legen wir auch gleich los. Als erstes müssen wir natürlich aus diesen vorgeschnittenen Holzplatten unsere endgültigen Holzstreifen, sage ich jetzt einfach mal, heraussägen. Das ist zum einen sind es die 9 mm Zwischenböden und die 12 mm Rahmen. Hier seht ihr jetzt übrigens gerade, wie ich die Säge für die 52 mm breiten Zwischenböden einstelle. Und ja, eigentlich hat ja die PTS 10 vorne eine Skala, wo man einfach das Maß einstellen kann. Allerdings habe ich halt festgestellt, dass diese Skala doch nie ganz so genau ist. Deshalb nehme ich immer einen Meter und messe das direkt mit Meter nach. Was ich dann auch immer noch mal mache, bevor ich dann die endgültigen Teile säge, ich nehme immer erstmal ein Abfallstück und säge das erstmal ab und messe dann danach nochmal nach, ob ich auch wirklich das richtige Maß, das ich dann später haben will, auch wirklich eingestellt habe. Ist halt einfach besser, wie wenn ich dann die ganzen Sachen versägt habe und dann merke, viel zu schmal, weil dran sägen geht halt nicht. Ne? Und wie ihr seht, ja, das sieht richtig gut aus. Dann können wir jetzt auch gleich loslegen. Ihr seht es jetzt im Zeitraffer, die ganzen Streifen zuzusägen. Ich denke mal, wie ich die ganzen Streifen zugesägt habe, das brauche ich euch jetzt nicht näher zu zeigen. Das weiß jeder, wie das eigentlich geht. Eines möchte ich euch dennoch ein bisschen genauer zeigen. Und zwar habe ich euch hier jetzt nochmal die 3D-Zeichnung von dem Rahmensegment oben eingeblendet. Und hier könnt ihr ja sehen, da ist so eine Zusatzführung. Ich nenne das einfach so Zusatzführung. Was die genauer macht, sehen wir später noch. Jedenfalls kommt da so eine Zusatzführung als Aufdoppelung drauf. Und wie ihr sehen könnt, muss diese auf der einen Seite im 45-Grad-Winkel abgeschrägt werden. Und um dieses Teil herzustellen, habe ich mir erstmal einen 35 mm breiten, 9 mm starken Streifen gesägt, anschließend die Säge auf 45 Grad gestellt und dann Stück für Stück habe ich mich herangetastet, dass die Schräge über die gefaule Fläche von dieser Leiste geht. Es gibt mit Sicherheit auch andere Varianten oder andere Möglichkeiten. Ich fand die halt für mich so am optimalsten. Und ja, die Säge wird abgesaugt. Die saut einfach so viel. Und somit haben wir jetzt mal alle Teile soweit zusammengesägt. Hier haben wir die 3 Einlegeböden für die Vitrine und hier haben wir die Teile für den Rahmen plus diese Leiste für die Zusatzführung. Und ja, als nächstes werden wir jetzt mal an dem Rahmen, also die Teile legen wir jetzt nochmal weg. Als nächstes werden wir an dem Rahmen die Lufen reinsägen. Beziehungsweise habe ich mir gerade überlegt, dass es doch besser ist, zunächst die Rahmenteile auf die endgültige Länge zu sägen und dann im Anschluss die Nuten herzustellen. Das Kürzen mache ich jetzt mit der Kappzugsäge.
Es würde aber auch genauso gut mit der Kreissäge gehen. Und diese Säge habe ich jetzt gleich mal auf 45 Grad eingestellt, da ich die Rahmenteile später auf Gärung verleimen will. Denn 2 Holzleisten auf Gärung verleimt sieht einfach optisch professioneller aus, wie einfach nur stumpf aufeinander geklebt. Und deshalb muss ich sie jetzt halt da drin auf 45 Grad schneiden. Auch hier mal wieder meine ganz primitive Unterlage, damit die Bretter hier gerade liegen. Ne? Also, ja, guckt euch das bitte nicht ab, aber Hauptsache, ich sage immer, Hauptsache das Endergebnis stimmt. Ne? Jetzt habe ich hier meine Bretter schon mal hingelegt. Wichtig ist, dass sie halt jetzt da hinten sauber anliegen. Und natürlich muss er jetzt auch überhaupt eine Möglichkeit haben, hier oben den Rand überhaupt zu kriegen. Ist mir noch ein bisschen wenig. So. Aber ich denke mal, wie man was auf Gärung schneidet, wisst ihr alle. So. Was ich jetzt auch mache, ich mache jetzt die Oberseite und die Unterseite, die lege ich hier gleich mal parallel und schneide die in einem. Einfach damit ich später 100% die gleiche Länge habe. Ja, ich kann das natürlich ausmessen und so weiter, aber ja, es kann immer doch mal wieder ein bisschen ein Unterschied, ein Spielraum sein. Und deshalb schneide ich die jetzt 1:1 parallel. Wer natürlich eine Kappstation hat mit einem Anschlag, wo er einstellen kann, dann ist das natürlich kein Problem. Dann kann ich die Dinger auch nacheinander sägen. Ne? Aber in meiner primitiven Werkstatt hier ist das halt einfach nicht der Fall. Und dann muss ich mir halt einfach so behelfen. Aber wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom. Die seitlichen Rahmenteile habe ich natürlich auf die gleiche Art und Weise hergestellt. Jetzt, nachdem wir alles zugeschnitten haben auf die richtige Länge, werde ich als erstes diese hintere Nut reinfräsen. Die soll 6 mm breit werden, beziehungsweise muss die halt einfach so breit werden, damit hier unsere Rückwand reinpasst. Ja? Also die soll ja hier drin reingesteckt werden. Da kommt es halt wirklich drauf an, was ihr da für ein Holz verwendet. Ich habe jetzt hier Multiplex Birkes Rückwand, weil ich es einfach von der Farbe her gleich haben wollte. Problem ist, das kriegt man sehr, sehr schwer in einem Baumarkt zu kaufen, dieses Multiplex Birke, dieses dünne. Und das hat halt 6,5 mm. Deshalb muss meine Nut halt da hinten mindestens 6,5 mm sein. Als Alternative könnt ihr natürlich da auch eine 6 mm Pappelplatte nehmen. Die ist farblich so ähnlich. Die kriegt ihr halt dann in 6 mm. Und je nachdem, was ihr halt da für ein Holz benutzt, müsst ihr halt dann entsprechend eure Nut hier hinten einfräsen. Also da ich 6,5 mm Birke habe, machen wir jetzt 6,5 mm da rein. Die Nuten für die Rückwand sollen genau 6 mm tief in das Holz rein. Damit ich da jetzt nicht lange messen muss, um die 6 mm Tiefe einzustellen, nehme ich einfach so ein 6 mm Sperrholzbrett, lege es neben die Säge und stelle dann meine Säge darauf ein. Natürlich wieder den Abstand einstellen und zur Sicherheit ein Fettbrett. Und jeder, der schon mal mit einer Kreissäge gearbeitet hat oder eine Kreissäge hat, weiß, ja, die Sägeblätter machen maximal einen 3 mm breiten Schnitt. Deshalb muss ich natürlich das ganze Prozedere jetzt nochmal wiederholen und zuvor den Anschlag entsprechend versetzen. Bevor wir jetzt die Nuten für
Plexiglasscheiben fräsen können, muss an dem Oberteil erstmal diese Verstärkungsleiste hier angebracht werden. Und die ist ja an den Kanten hier nicht in Gärung, sondern die stoßt hier so an. Damit ich die richtige Länge, damit die genau passt, jetzt zuschneiden kann, werde ich mir jetzt an den Enden erstmal hier solche Abfallstücke links und rechts ankleben, damit ich dann den Zwischenraum genau messen kann. Damit diese Holzreststücke jetzt mit dem Rahmenteil fest verbunden sind und nicht wegrutschen, wenn ich den Meter anlege, verwende ich das gleiche Verfahren wie später beim Gärung verleimen und verbinde die beiden Teile mit ein bisschen Malerkrepp, denn so kann ich später das lichte Maß millimetergenau ausmessen. Übrigens, die Technik, wie man Gärungen mit Hilfe von Malerkrepp oder Klebeband verleimt, zeige ich euch in diesem Video nicht extra, weil da gibt es so viele Videos in YouTube, wo das schon gezeigt wird. Da braucht man nicht noch ein weiteres Video. Ich schaue mal, dass ich 1 oder 2 Videos finde und die verlinke ich euch dann oben in der Ecke. Jetzt kann ich einfach hier den Meter anlegen und kann dann hier ablesen, wie lange ich es brauche. Und zwar brauche ich jetzt 1,56. 1,57,6. Wichtig ist, da ich mir das immer nie merken kann, 1,57,6. Das ist genau das Maß, was hier auf meinem Zettel steht. Ich bin begeistert. Wie man jetzt so eine Leiste kürzt, habe ich euch nicht extra gezeigt. Ich denke, das weiß jeder von euch. Bevor ich jetzt allerdings diese Leiste mit dem Rahmenteil verkleben tue, habe ich erstmal mit Schmirgelpapier ein bisschen die Kanten gebrochen. Ich glaube, das war jetzt so 120er Körnung, wo ich da benutzt habe. Ja, weil normalerweise nach dem Sägen sind ja die Kanten relativ scharf und ja, es ist einfach besser, wenn man die dann vorher ein bisschen bricht. Das gleiche habe ich natürlich auch mit dem Rahmenbrett gemacht. Einfach mal kurz die Kanten ein bisschen brechen und auch diese vordere Kante, die habe ich mal kurz mit dem Schmirgelpapier einfach mal ein bisschen abgeschliffen. Schaden kann es ja nichts. Jetzt müssen wir natürlich zunächst erstmal die ganze Fläche hier mit Ponal, also Holzleim besser gesagt, muss natürlich nicht original Ponal sein, muss das natürlich erstmal hier komplett eingestrichen werden. Da ich das Ganze ausgerechnet an einem Sommertag, von denen wir dieses Jahr so viele hatten, über 30 Grad gemacht habe, musste ich mich natürlich richtig beeilen, dass die ganze Leiste eingestrichen war und ja, auf der einen Seite noch nicht angetrocknet war. Ne? Deshalb musste ich da richtig Gas geben. Ihr macht natürlich den gleichen Fehler nicht wie ich und daher könnt ihr das halt auch viel besser und schöner einstreichen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. So, und dann leg's wieder auf. Damit ich die Leiste jetzt wieder richtig, also bündig an die Kante bringe, habe ich wieder so ein Restholzstück hingehoben und habe die dann quasi danach ausgerichtet. Und anschließend mit so einer Einhandzwinge fixiert. Wichtig auch beim Fixieren sollte man immer nochmal dieses Holz hinlegen, auch wenn es dann wieder wegfällt, so wie bei mir. Solltet ihr natürlich nicht so machen. Und dann die Zwinge anziehen. Sicherheitshalber danach nochmal kontrollieren. Und zwischendrin mache ich dann solche Zwingen hin. Wichtig ist halt hierbei, dass ihr genau darauf achtet, dass beide Holzkanten paarbündig zueinander sind. Ja? Also die dürfen nicht hintereinander versetzt sein, sondern die müssen beide ebenbündig zueinander stehen. Ja, da müsst ihr halt wirklich aufpassen, wenn ihr dann die zwei Dinger miteinander verpresst. Und wichtig ist halt auch einfach, dass ihr ausreichend von den Zwingen hin macht. Also ich habe dann wirklich im Verlaufe des ganzen Verleimens, habe ich da, sage ich mal, so alle 15 bis 20 Zentimeter so eine Klemme hingemacht. Eben damit genug Druck da ist und sich das Holz überall miteinander verbindet. Anschließend muss das Ganze halt eine Weile liegen bleiben, damit der Leim abbinden kann. Ich habe da, glaube ich, so 1,5 Stunden gewartet, danach konnte ich weiterarbeiten. Aber wie gesagt, bei mir war es halt auch extrem warm, da ging das ratzfatz. In der Zwischenzeit habe ich natürlich in die restlichen Rahmenteile die Führungsnuten für die Glasscheiben reingesägt
Wie das im Detail geht, brauche ich euch mit Sicherheit nicht zu zeigen, weil es ist das gleiche wie vorhin mit der Nut für die Rückwand. Die Maße könnt ihr euch ja dann aus der Bauanleitung nehmen. Fehlt also nur noch das obere Rahmensegment. Und hier haben wir ja die Besonderheit, dass hier diese Verstärkung draufgeleimt wurde, also diese Zusatzführung, wie ich sie immer nenne. Und ja, hier müssen wir jetzt ja auch noch die Nuten reinsägen. Und wenn ich das jetzt so auf die Säge lege, dann seht ihr, dann kippt es immer weg. Und das ist ja blöd, weil da habe ich ja keine saubere Führung und kann nicht gescheit die Nuten reinfräsen. Deshalb werde ich jetzt hergehen und werde einfach hier hinten mir so ein Holz hinmachen, ja, und habe dann quasi hier eine Auflage und liege hier wieder gerade. Und damit man das Teil hier nicht verrutscht nachher, nehme ich einfach wieder ein bisschen doppelseitiges Klebeband und mache hier einfach 2 Streifen doppelseitiges Klebeband drauf und klebe mir das Teil einfach auf die Säge drauf. So, schauen wir mal, am besten hier, direkt neben dem Sägeblatt. Die Tiefe ist übrigens 6 plus 9, also 12 mm. Und wie praktisch, weil unsere 12 mm haben wir ja hier, also können wir jetzt mit dem Teil auch wunderbar unsere Tiefe einstellen. Und hätte ich vielleicht früher mal geguckt, dann hätte ich gleich gemerkt, dass so dicht am Sägeblatt dieses Holzstück einfach keinen Sinn macht. Ich hätte vielleicht doch erstmal den Abstand einstellen sollen und dann gucken sollen, wo muss es eigentlich hin, weil es ist wirklich besser, wenn man es dann direkt an den Anschlag anklebt. Hier sieht man auch nochmal warum, weil wenn es direkt am Sägeblatt wäre, habe ich einfach keinen Platz mehr für mein eigentliches Holzstück hinzulegen. Ne? Aber naja, wie sagt man so schön, es ist ja noch nichts passiert und aus Fehlern lernt man ja eben. So, weil das Ganze so schön war, machen wir das jetzt gerade nochmal, weil wer eben aufgepasst hat, ich habe gesagt, ich brauche eine Tiefe von 9 plus 6 und ja, 9 plus 6 sind eben nicht 12, sondern 15. Ne? Deshalb lege ich mal einfach jetzt die Höhe hier nochmal hin und tue das Ganze nachjustieren. So, heißt also, wir fahren die Dinger gerade nochmal durch. So, hier jetzt mal das Ergebnis. Ich muss sagen, es sieht eigentlich so gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Aber so, auch hier, das sieht eigentlich relativ gut aus. Was mich total nervt, ist, dass hier quasi richtig die Holzstücke rausgebrochen sind. Das sieht wirklich nicht schön aus. Muss ich mal gucken, was ich da mache. So, hier jetzt mal ein Update. Das sind jetzt die fertigen Seitenteile, also Rahmenteile, geschnitten mit der Nut. Vielleicht für euch mal noch so eine kleine Sache zum Schmunzeln. Beim Schneiden von den Teilen habe ich natürlich einmal nicht aufgepasst und habe dann natürlich, wie soll es anders sein, die Nut auf der falschen Seite gesägt. Ne? Somit habe ich halt einfach das Teil jetzt noch einmal machen müssen. Einfach für euch zum Schmunzeln, ihr seht, bei mir läuft auch nicht immer alles nach Plan. Diese Dreikantleisten, die 14x14er, habt ihr ja vielleicht eben gesehen, die habe ich auf der einen Seite runtergesägt. Und zwar habe ich die hier auf 9 mm runtergesägt. Das hat einfach den einen Hintergrund. Das sind ja unsere Einlegböden. Da stehen ja später unsere Autos drauf hier auf dem Teil. Und die kommt ja hier vorne so dran. Weil da dahinter kommt dann später die LED-Beleuchtung dran. Und hätte ich die jetzt, ich drehe sie mal kurz rum, würde ich jetzt die 14x14 hier einfach nehmen, dann würde das einfach blöd aussehen, weil das einfach wahnsinnig hoch wäre. Deshalb habe ich die jetzt einfach auf der einen Seite auf 9 mm runtergesägt. Und wenn ich die dann hier dran mache, sieht es wesentlich besser aus wie diese 14x14.
Ich wollte zwar ursprünglich 9 mm Dreikantleisten haben, aber ja, versucht die mal irgendwo zu kriegen in den Baumarkt. Das ist, wie soll ich sagen, ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb habe ich es jetzt einfach so gelöst. Mit Sicherheit denken jetzt die meisten, ja, jetzt kleben wir einfach noch diese Dreikantleisten hier vorne auf die Einlegböden und schon sind wir fertig. Muss ich sagen, ja, das könnte man so machen, würde auch funktionieren, aber ich finde einfach, das ist einfach ein bisschen zu einfach und ja, wir wollen ja wirklich eine anspruchsvolle Vitrine bauen. Denn wenn man halt einfach mal guckt, dieses Birke Multiplex hat ja vorne diese Schichtenmaserung, ja, also diese Einfärbung von den unterschiedlichen Schichten und ja, das sieht auf der einen Seite sieht es schön aus, auf der anderen Seite habe ich da auch etliche Brandstellen vom Sägen drin und zumal auch diese Dreikantleiste eine komplett andere Holzfarbe hat, ja, weil es ein anderes Material ist. Wenn ich das jetzt so aufeinander klebe, dann sieht es irgendwie optisch nicht so ansprechend aus. Deshalb habe ich mir im Internet so Birkenfurnier besorgt und ja, das werden wir jetzt einfach vorne auf diese Kanten drauf machen, damit es dann einfach einen schönen Abschluss von der Kante gibt. Vielleicht hier mal zur Gegenüberstellung ein kleines Beispiel. Ich habe nämlich mal hier so ein Musterstück gemacht, so wie das dann später aussehen soll. Und wenn ich jetzt das einfach nebendran lege, seht ihr, was ich meine. Ich finde, die Kante sieht einfach viel schöner aus, wie das vorne wenn das vorne rausguckt. Aber genau das zeige ich euch erst im nächsten Video. Ich hoffe wie immer, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Und ganz wichtig ist, dass ihr jetzt die Folgevideos zu dem Bau nicht verpasst, solltet ihr ganz schnell hier unten auf den Abonnier-Button klicken und die Glocke aktivieren. Denn so könnt ihr sicher gehen, dass ihr dann kein Video über den Bau dieser Vitrine verpasst. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.